Geisenheim hat meinen ganzen Lebensweg bestimmt. Ohne Geisenheim wäre das nie so weit gekommen mit mir. Ich hatte keinen großen kulturellen Schock, als ich nach Deutschland kam. Nur das hat ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, dass Feierabend heißt Feierabend in Kaiserstuhl. Also die Vielfalt an Dialekten ist sehr schön, aber auch ein bisschen herausfordernd. Ich bin stolz, ein Geisenheimer zu sein. Man kommt durch die ganze Welt. Und ich bin ein Geisenheimer, spreche ich mit der gleichen Ehrfurcht aus wie John F. Kennedy damals, ich bin ein Berliner. Das Besondere in Geisenheim zu studieren ist einfach, dass diese tolle Landschaft einen einfach direkt abholt. Die Universität liegt im Grünen, man fühlt sich direkt wohl und es spiegelt sich auch in den Beziehungen untereinander wider. Zum einen zu den Professoren, aber auch zu den Kommilitonen ist einfach eine unheimliche Nähe. Jeder kennt eigentlich jeden und diese Freundschaft und diese Verbindung, die macht es eigentlich aus. Ohne Geisenheim hätte ich nie bestehen können. Sogar in Italien haben wir viele Weinbauschulen, aber es scheint so zu sein, das Geisenheimer wird noch darüber gestellt. Überall wird man also lobend über Geisenheim anerkannt. Vor allen Dingen in Argentinien. Da musste ich bei einem General das Permiso zur Blauschönung holen. Weil ich Geisenheimer war, bekam ich von ihm die Erlaubnis, solange ich in Argentinien bin, kann ich so arbeiten wie in Deutschland. Weil das ein einmaliges Institut in der Welt ist, das überall bekannt ist. Hi, ich bin Lilia Khachatarian und ich komme aus Armenien. Ich hatte einen Traum, in Geisenheim zu studieren und der Traum war so groß, dass ich ohne ein Wort Deutsch zu können hierher kam. Ich finde das Studium klasse, weil auf einer Seite es ist sehr professionell und wissenschaftlich, auf der anderen Seite habe ich sehr viele Freunde gemacht und ich wurde in ein großes Netzwerk von Geisenheim Alumni aufgenommen. Ich habe hier viel Unterstützung bekommen und ich bin total aufgeregt. Ich fahre am Montag für 3 Monate nach Burgund, Frankreich, für ein Praktikum. Noch ein Vorteil von Geisenheim ist es, dass die Uni in der Mitte eines wunderschönen Weinbaugebiets liegt. Ich bin total verliebt mit Rheingau. Mein größtes Ziel ist es, hier erworbene Wissen und Erfahrungen nach Armenien mitzunehmen. Durch das internationale Netzwerk von Alumni ist man einfach überall willkommen. Auch während meines Studiums zum Beispiel habe ich ein Auslandspraktikum gemacht in Südafrika. Ich habe dorthin geschrieben, mich beworben. Und sobald man sagt, man ist Geisenheimer, man kommt von der Universität dort, dann stehen da eigentlich alle Türen offen und man wird da mit Kusshand genommen. Mein nächstes Semester werde ich an der BOKU in Wien verbringen und allein Österreich ist schon mal eine ganz andere Welt. Und nach meinem Studium möchte ich nach Südamerika gehen, in Argentinien oder Chile ein Praktikum machen, um einfach die ganze Welt kennenzulernen und das internationale Netzwerk einfach auch zu nutzen. Geisenheimer zu sein ist erstmal ein total tolles Gefühl, wenn man es dann geschafft hat und sein Zeugnis dann endlich bekommt und sich zu diesem Kreis des Netzwerkes zählen zu dürfen. Aber es ist für mich auch ein Stück weit Verpflichtung, Verantwortung auch ein Stück weit, diesem Geisenheimer gerecht zu werden. Wenn man dann rausgeht in die Welt und die Leute einen auch so ein bisschen beäugen, dann zu zeigen, ich bin Geisenheimer und dazu zu stehen. Der Alumni-Verband ist natürlich auch rechtlich dafür geeignet, die Generationen untereinander kommunizieren zu lassen. Man kennt sich durch die gemeinsame Lehrstätte. Man findet sofort Vertrauen und man ist direkt im Gespräch. Man ist natürlich stolz, wenn der Sohn an der gleichen Lehrstätte ausgebildet wird wie einem selbst und man auch seine Ausbilder weitgehend kennt. Ich kann euch nur raten, nutzt den Alumni-Verband. Es ist eine große Familie und ihr seid alle Familienmitglieder. Ihr müsst nur aktiv sein und es wird euch auf jeden Fall viel bringen. Es ist echt witzig zu sehen, dass seine Kommilitonen von damals, die er noch gut kennt und immer mit Handschlag begrüßt, jetzt meine Professoren oder Dozenten sind. Und das zeigt einfach mal wieder, dieser Weg in Geisenheim, den zu bestreiten, das ist einfach, kann ich nur jedem empfehlen. Und als Geisenheimer Alumni selbstverständlich werde ich Alumni-Netzwerk in Armenien weiter ausbauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich in Armenien besucht. Zum 125-jährigen herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Zukunft. Prost!